Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. Meinst du? Ich glaube, die kommt alleine klar. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis die wieder fresh sind miteinander. Er ist so nett, der ja. Guck, und schon sind sie weg. Ehrlich. Erstmal R3 gedrückt wegen hier Horizon. Forbidden West. Okay, zu Hause des Dorfverstehers, da sind wir gerade. Hier mein Wegpunkt. Und ja, ich würde sagen, den nehmen wir gerade mit, ne? So, hier unten laufen irgendwie 2 Quests. Ein Weltauftrag und ein anderer Weltauftrag. Okay. Ah ja, komm, wir nehmen die an. Dabba, na? Rose, oh Rose, mach einen Wunsch wahr. Was? Warte, muss gerade mal gucken, dass es auch geklappt hat hier. Check, check. Oh yeah. Okay. Da war noch. Die Blume erblüht aus den Steinen und die Geldrose bietet mir ein Lied dar. Sie singt, ja. Okay, was hat der Junge für ein Problem? Wir sind sehr auffällige Charaktere unterwegs heute in der Aufnahmesession hier. Das muss wohl ein Kinderlied sein, das hier aus Sumero stammt. Eine singende Rose? Was für ein süßes Lied. Paimon. Leider ist der Junge mitten im Lied davongerannt. Paimon hätte es sich gerne zu Ende angehört. Und ihm danach Hallo zu sagen. Ja, genau, das denke ich mir auch immer, wenn ich ein singendes Kind auf der Straße finde. Genau, nichts anderes. Oh, neue Gesichter. Ist das euer erster Besuch im Dorf? Ja, heute schon. Ja, das ergibt Sinn. Kein Wunder, dass ihr das Rosenlied vorher noch nicht gehört habt. Ihr seid Gelehrte aus einem anderen Land, die nach Sumero gekommen sind, um hier an der Akademie zu studieren? Ich erinnere mich, dass es in der Akademie viele ausländische Forscher gibt. Ja, aber wir sind keine Forscher. Wir sind alles andere. Wir kennen zwar viele Gelehrte, doch wir selbst zählen nicht dazu. Um genau zu sein, ist Paimon und wir sind Abenteurer. Und zwar das die Welt bereisende Duo Paimon und Ark. Die Welt bereisen? Okay, was soll denn daran so lustig sein? Wir sind wirklich sehr berühmte Abenteurer. Das kannst du Paimon glauben. Ah, das habt ihr falsch verstanden. Ich mache mich nicht über euch lustig. Nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich einfach, von etwas so aufregend wie Weltreisen zu hören. Wenn man schon so lange in Abgeschiedenheit lebt wie ich und dann plötzlich solch große Worte hört, dann gerät man schnell ins Erstaunen. Ach, es tut mir leid, wenn ich euch beleidigt habe. Mein Name ist Sabba. Ich entschuldige mich bei euch und heiße euch im Dorf willkommen. Ach, ihr beiden, habt ihr gerade das Rosenlied gesprochen, das Teyvat gesungen hat? Ja, richtig. Da ihr daran interessiert seid, können wir gerne über das Rosenlied sprechen. Ich hoffe, dass das eure Reise versüßen wird. Willst du es uns vorsingen, Sabba? Es wäre einfach super. Das Lied von ihm war wirklich toll und Paimon will das Ende hören. Es tut mir leid, aber ich bin keine besonders gute Sängerin. Aber wir könnten uns gerne über den Liedtext des Rosenliedes unterhalten. Wie geht denn noch gleich die Strophe, die das Kind eben gesungen hat? Irgendetwas, Rosen können Wünsche wahr werden? Wahr machen? Richtig. Ein kleines Dorf wie das unsere hat keine große Bibliothek wie die Akademie. Daher werden alle Lieder mündlich überliefert. Ich war schon immer der Ansicht, dass die Blume, die in dem Land Wünsche erfüllt, der kollektive Vorstellungskraft unserer Vorfahren entsprungen ist.
In einer extremen Umgebung wie der Wüste ist das Wasser eine überaus wichtige Ressource für das Überleben. Unsere Vorfahren haben daher Pflanzen, die Wasser speichern können, einer hohen Bedeutung beigemessen. Sprich, je harscher die geografischen Gegebenheiten sind, desto mehr Legenden über Pflanzen gibt es. Sie sind ein Ausdruck der Sehnsucht von unseren Vorfahren nach einem glücklichen Leben. Gleichzeitig sind sie auch ein Beleg für die symbiotische Beziehung zwischen unseren Vorfahren und den Lebewesen in der Wüste. Was aber dieses Beispiel anbetrifft, das das Aru-Dorf ist eine Siedlung, die in der Wüste errichtet wurde, und der Boden hier eignet sich nicht für Sumeru-Rosen. Die Sumeru-Rosen, die ich selbst angepflanzt habe, wollten hier einfach nicht wachsen. Daher glaube ich, dass die Goldrose aus dem Lied reine Fantasie ist. Moment, Paimon kommt da nicht ganz mit. Sag mal, wenn die Leute hier ein Schwätzchen halten, reden sie dann immer über solche Themen? Ah, tut mir leid. Ich dachte mir, wo ihr beide von der außerhalb seid, dass ihr lieber über ein solches Thema sprechen würdet, als über das Wetter oder die Ernte. Symbiotische Beziehungen, kollektive Vorstellungskraft, das ist Paimon zu hoch. Doch den letzten Satz versteht Paimon. Was ernten? Fressen? Du hast gesagt, dass der Boden hier sich nicht für die Aufzucht von Sumeru-Rosen eignet. Richtig? Und in der Tat, wir haben Sumeru-Rosen bisher nur in Orten gesehen, an denen der Boden feuchter war. Immerhin handelt es sich ja auch um Sandboden hier. Und Rosen sind wirklich empfindlich. Wo wir gerade von Rosen sprechen, es gibt da eine Sache, die mir soeben erst eingefallen ist. Wo ihr zwei hier Abenteurer seid, würdet ihr eine Mission von mir annehmen? Kommt immer drauf an, ne? Haha, das ist ein Thema, über das wir gerne sprechen. Ark und Paimon sind erfahrene Abenteurer, die schon so einiges erlebt haben. Uns ist keine Mission zu schwer. Na gut, also wo ist das Problem? Ich weiß, dass es nicht möglich ist, Rosen zum Blühen zu bringen, die nicht an diesem Ort gehören. Ich will sie aber dennoch mit eigenen Augen in ihrer Blüte sehen. Es ist mir etwas peinlich, das so offen auszusprechen, doch das war schon immer mein Herzenswunsch. Ich weiß, dass Rosen auch in der Wüste sprießen können, wenn man einen Dünger einsetzt, der ein hohes Maß an Dendrokraft aufweist. Doch es ist schwer. Sehr schwer, hier an einen solchen Dünger zu kommen. Daher möchte ich euch darum bitten, für mich Dünger mit einer hohen Menge Dendrokraft zu kaufen. Dendrokraft, bist du sicher? Ja, diese grüne komische Dendrokraft kann das Wachstum von Pflanzen im hohen Maße fördern. Es ist besonders effektiv bei Pflanzen, die nicht gut wachsen wollen. Doch ich bin nur eine einfache Frau, die das göttliche Auge nicht zu eigen ist. Gleichzeitig kann ich mir auch keinen hocheffektiven Dünger kaufen. Ich weiß also wirklich nicht weiter. Ja, wenn es dazu nur Dendrokraft braucht, dann ist die Sache recht einfach. Überlasst es einfach uns. Oje, oje. Ja, aber ich würde auch sagen, das machen wir eigentlich. Ja? Das nächste Mal. Will ich noch eine Quest annehmen? Unifass. Ich will ja eigentlich die Hauptquest machen. Und nicht neue Quests annehmen. Deswegen, wir laufen jetzt hier raus. Und die reden auch immer so viel. Das machen wir irgendwann mal im Stream, aber nicht hier unbedingt in der Aufnahme. Creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Junge, die ist nicht nur außerordentlich stark, sondern auch noch extrem ausdauernd. Interessant. Ob ich das sehr creepy finde mit den zwei verschiedenen Augenfarben. Ich weiß auch gerade nicht, wie das heißt, dieses Phänomen. Aber es gibt es ja wirklich. An sich irgendwie interessant, aber irgendwie, Here comes another wave. Ja, dann überlasst das Leave uns. this round to us.
I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the Flame Main in action. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Boah, dürfen wir sie jetzt spielen? Illusion shattered. Time for a light show. A festive reprise. Weiter. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Ja, hier, mir ist es egal. Inazuma shines Ja, eternal. komm. Ah, sieh mal, wie sie drauf mit der Ulti, ne? The creature stopped appearing. Was that the last of them? Sicher? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Das ist aber interessant. Dann gehen wir beim Sandsturm mal hier die Hundeklauen jagen, hä? Das wird doch fett. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Wer bist du, alter Mann? Huh? Who are you? Ja, richtig. My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Okay, Onkel Ampu. Ja, dann moin moin. Es tut mir leid, dass ich euch Ärger gemacht habe. Wieso ich? Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Okay. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Wieder Irminsul. Ich wette mit euch, Irminsul ist in dieser Steinpyramide da hinten eingesperrt. Wahrscheinlich zusammen mit dem König der Wüste. Das ist nur so eine Vermutung von mir. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Ja, auf jeden Fall müssen das. Scheiße, ey. Ja, wir können nicht allen helfen, ne? Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. Schlecht. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Nari hat das gleiche gesagt und Teyvat wurde beinahe auch von der Wüste verbannt. In die Wüste verbannt, ne? Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. Ja, hier, wir sind ja jetzt längere Zeit in der Wüste, ne? Da können wir auch gerne mal ein Auge drauf werfen. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think.
Hatham, hör auf, wieder Salz in die Wunde zu streuen. Ihr habt euch gerade erst so halbwegs vertragen. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh Mann, ey. Öl und Feuer, ich sag's euch. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Vergesst mich nicht, ich will auch Is helfen. it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. Ja, machen wir doch. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Deshalb ist dies die perfekte Gelegenheit, ihn genau zu beobachten. Solange der und die anderen da sind, sollte es auch keine Probleme geben. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Moment mal, wir sind nicht deine Untergebenen. Da hast du jetzt irgendwas verstanden. Na, nur so nebenbei. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Okay. Ja, man, hier ist so viel Zeug wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schnellreiseschreine. Und guck mal, die sind relativ nah auch, ne? Naja, nee, wir machen das wirklich chronologisch. Ich kümmere mich erstmal wirklich in dieser Aufnahmesession ausschließlich um, ja, um die Dings, ne? Um hier unsere, ihr wisst schon, Hauptquestline. Das interessiert mich doch irgendwie mit am meisten gerade eben. Okay, Syno, dann Although I've erzähl sent mal. myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Das haben wir mitgekriegt. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Okay, warum werden die wahnsinnigen Gelehrten Dorfwächter genannt? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. Okay. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Echt? Die Wüste macht ja irgendwas damit. Vielleicht, weil hier das Akasha-System nicht mehr funktioniert. Kann das sein? Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Okay, was denn? Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Okay, und dann? Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Okay. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. Das heißt, die wahnsinnigen Dorfbewohner, in Anführungszeichen, haben Dendro-Kräfte oder wie? After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. Okay, jetzt weiß man auch, woher der Name kommt. In diesem Fall ist er auch sehr passend. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, Traveler? Na, jeder könnte dafür zuständig sein. Dahinter stecken und nur sie ist auch fähig dazu, ne? Das heißt, sie hat auch Einfluss hier rüber. In die westliche Seite von Sumero, also auf die Wüste. Sehr interessant. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars
scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru Village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Okay. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. Weil sich hier frei auf den bewegen kann. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. Ja, definitiv. So, what do you make of the story? Die Macht der wahnsinnigen Gelehrten sollte von der niederen Herrin Kusalani stammen. Die niedere Herrin Kusalani ist die Wahrwächterin dieses Dorfes. Really? Lesser Lord Kusanali. Ja, genau die. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! Ja. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Das ist nicht erstaunlich, er ist einfach logisch. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? Ja, aktuell weniger, aber The ja. academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. Das ist halt eben dein Problem, ne? Aufgeschlossener sein, Syno. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Ja, und sie hat mich einmal gerettet und gemeinsam mit ihr haben wir auch Sumeru gerettet. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Mach halt. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. Ja, was hast denn du geglaubt? How can this be? Typen. To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Ja, so sieht's aus. Auf But easier geht's. said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Nee, eigentlich nicht. Bitte geh weg. Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. Nicht ein Einheimischer. My name is Isak. Aha, Isaac You'll also. help me find my grandpa, right? Sollen wir? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. Ja. Aber es sei eben eine Tatsache. Na egal, ja. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. Okay, interessant. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Hat sein Speer schon ausgepackt, dem Kind an den Hals Oh, Ethan gedrückt. wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him.
Ja, beruhig dich mal richtig. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Sino, jetzt komm, ich bitte dich, Junge. Das ist ein komisches Balk. Beruhig dich mal. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Gott, wie kann man so misstrauisch sein? Eigentlich eine gesunde Einstellung, ne, aber... Gehen wir nach oben? Wir gehen nach oben. Ja, hier müssen wir auch rein. Perfekt. Das ist ein sehr kleines Dörfchen, aber auf mehreren Ebenen. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Scheinbar. Ah, you're back already. Hm. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Ich glaube, das ist ein Ja. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Okay. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. Okay, das erklärt natürlich dann die Verbundenheit auch für den Kleinen. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. Scheint ein netter Opi zu sein, ne? The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. Okay. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. Ja, naja, gut. So der Lauf der Dinge, ne? Egal, was man für Probleme hat, das Leben geht immer weiter. Ein ganz einfaches Prinzip. Und in meinen Augen gibt es auch keine Probleme. Es gibt nur Aufgaben, die gelöst werden wollen, Leute. It's also my reason for fighting. Es ist alles eine I Frage must der continue to Ansichten. protect this land. Ja, es sieht aus, als würde sich Nahida hinter dem aufgeweckten Opa verbergen. Sie sollte auch diejenige sein, die die Schmerzen der wahnsinnigen Gelehrten lindert. Von Synos Gesichtsausdruck zu urteilen, sollte er auch darauf gekommen sein. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Mhm. Huh? What did you say, Sino? Paimon scheinbar nicht. No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino.
it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much. Naja. Aber ich finde es auf jeden Fall cool auch, dass die Ausgestoßenen, oder die Dorfwächter, ja hier auch hier angenommen werden, auch von den, sag ich mal jetzt, von den Kindern auch akzeptiert werden. Ne? Auch wenn es Naida natürlich war, aber ihr wisst, was ich meine. Dein Opa geht's bestimmt gut. All right. Let's ask the local residents some questions first. So, Akt 3 abgeschlossen. Luftschlösser, Illusionen und noch irgendwas. Neuer Auftrag, der vermisste Dorfwächter. Fragt die Einheimischen nach Informationen. Ach ja, schön, 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 schön.